Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin-Babel und in diesem Video werfen wir einen Blick auf den Forza Fit Tisch für das Concept 2 Bike. Quasi, keine Ahnung, das fahrende Office für alle von uns, die sagen, hey, ich habe hier irgendwie E-Mails oder so zu tun, aber ich würde mich gern bewegen. Gibt es denn für mein C2 Home Bike Setup keinen Tisch? Doch, gibt es. Bevor wir reinstarten, ich bin Fritz und auf diesem Kanal dreht sich alles um Equipment für dein Gym, dein Home Gym und dazugehörige Accessories für dein Training. Tische für Bikes, Gürtel, Grips, Straps und alles, was wir brauchen, um Erfolg zu haben in unserem Training. Und in diesem Video sprechen wir über einen schönen Tisch fürs C2-Bike von Forza Fit. Bevor wir anfangen, tut mir den Gefallen, Daumen nach oben hauen, in die Kommentarzeile deine Meinung am Ende schreiben zu diesem Equipment Piece und um kein Video zu verpassen, Abo-Button nicht vergessen. Los geht's. Wir sitzen hier auf dem Concept 2 Bike. Wer es nicht kennt, findet hier das Review. Und passend dazu habe ich einen Tisch entdeckt, und zwar von der Marke Forza Fit, den man hier vorne auf das Bike sehr einfach mit einer ganz einfachen Vorrichtung genauso aufstellen kann auf den Mittelschaft des Griffes. Dann sieht man auch noch das Display. Hier oben dran habe ich die dazugehörige Handyhalterung und dann hat man hier einen Tisch. Der hat hier vorne noch diese Rille, da kann man quasi Technik aufstellen, vor allem halt Handy oder auch ein Tablet, wenn man was gucken möchte. Und dann kann man sich hier ransetzen und dann kann man, wenn man so jemand ist wie ich, Programme schreiben, eure Kommentare beantworten, Calls mit wem auch immer, hier dran sitzen. Und da das C2-Bike hier relativ leise ist, kann man an dem Bike auch sehr gut sowas wie Zoom-Calls oder so machen, weil das hier, wenn ich so easy hier davon rade, nicht so kompliziert ist. Und alles schön und gut. Jetzt gehen wir Pros und Cons einfach mal kurz durch. Der erste große Vorteil ist einfach die pure Existenz dieses Tisches. Dass es einen Tisch gibt für dieses Fahrrad, ist das Beste, was meinem Office und meinem Basic Cardio in dem letzten Jahr überhaupt hätte passieren können. Wenn du so ein Fahrrad hast und du hast noch nicht so einen Tisch, dann meinst du, glaube ich, deine Fitness nicht so ganz ernst. Ne? Nein, Spaß. Es ist ja nichts, worauf man ernsthaft trainiert, sondern es ist eher was, worauf man so ein bisschen sich bewegt und hasselt, was auch immer, so ein bisschen chillt, geht schon. Dementsprechend, die pure Existenz von dem Ding ist cool. Forza Fit kommt aus UK, also wenn man das Ding bestellt, hat man leider auch ein bisschen Einführgebühren in Form von Steuern dabei, Brexit und so. Aber Konstruktion ist auch nicht besonders kompliziert, Preispunkt ist dementsprechend auch nicht so hoch. Zumindest denke ich, alles, was unter 100 € ist für so einen Tisch, lohnt sich als Investment, weil das gesamte Fahrrad-Setup, gerade wenn man regelmäßig E-Mails beantworten muss, etc. oder einfach gerne was nebenbei guckt und das Handy zu klein ist oder sogar auch darauf arbeiten kann, weil es funktioniert, definitiv ein großer Benefit. Das heißt, insgesamt gibt es einen Grund, warum ich hier jeden Tag mindestens 90 Minuten drauf sitze, als erstes am Tag und mein Office mache. Funktioniert einwandfrei. Wenn man dann hier drauf sitzt und versucht, was daran zu machen, muss man immer so ein bisschen gucken, wie passt es von dem Abstand, wie muss man das einstellen. Für mich muss ich sagen, ich habe sehr kurze Beine, das merkt man immer wieder, noch nicht so lange Arme und ich komme hier soweit solide ran, aber es ist jetzt ich kann hier richtig krass dran arbeiten, sondern ich kann so Sachen machen, die so eine Semi-Tätigkeit sind. Also richtig Text und E-Mails lange schreiben wird irgendwann schwierig, weil ich mich sehr nach vorne lehnen muss und nicht so sitze wie an einem Tisch. Das ist aber, glaube ich, eindeutig persönliche Präferenz. Man muss immer schauen, dass man hier unten nicht zu viel Gewicht drauf gibt, damit es vorne nicht hochkommt. Und man muss auch sagen, das wackelt ein ganz kleines bisschen. Also nicht dolle, aber ein ganz kleines bisschen. Das könnte man jetzt als negativen Punkt sehen. Bei dem Preispunkt muss ich sagen, vielleicht kannst du es besser bauen, ich könnte es nicht. Dementsprechend bin ich ruhig und freue mich, dass es so einen Tisch gibt. Ne? Aber ansonsten muss man sagen, in dieses Fahrrad für mich tipptopp Investition. Und weil es ja kaum Kontra gibt und ich mir schon immer überlege,
was ist jetzt der negative Punkt dabei? Also entweder hast du einen Tisch oder du hast keinen Tisch, dementsprechend du hast einen Tisch pro, du hast keinen Tisch kontra. Ist das Video eigentlich fertig? Mich interessiert aber, hast du ein C2-Bike und würdest du diesen Tisch holen? Denn ja, also mich würde interessieren, wer sich diesen Tisch oder wer sich so einen Tisch auf so einem Fahrrad nicht wünschen würde oder ob du beispielsweise auch noch eine bessere Idee oder eine Idee für ein Update hast. Lass mich das gerne wissen in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Vergiss das Kommentar und das Abo nicht und wir sehen uns hier bald wieder zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal.